Hier ist er nun, der VW ID.4. Volkswagen selbst sagt das Welt-SUV. Klar, es ist ein SUV mit viel Platz. Zumindest checken wir das gleich nochmal. Er kommt nicht nur in Europa wie der ID.3, sondern auch in Nordamerika und nach China. Deswegen ganz, ganz wichtig für Volkswagen, denn damit wollen sie die Welt der Elektromobilität erobern. Und das werden wir in diesem Video genau rausfinden. Vor allem den Aspekt der Familie, der ist für mich ganz wichtig, weil, wieso sollte mit so einem großen Fahrzeug rumfahren, wenn man alleine ist? Natürlich nicht. Da will man viele Menschen mitnehmen, vor allem die Familie. Und ob die wirklich glücklich ist und ob das Elektrofamilienauto ist, das finden wir jetzt gemeinsam raus. Elektromobilität kann nur dann erfolgreich sein, wenn man sich einfach ins Elektroauto reinsetzen kann, sich keinen Kopf machen muss, keine Planung vorher. Und genau das geht jetzt mit dem ID.4. Er erkennt automatisch, weil ich den Schlüssel in der Hosentasche habe, dass ich in der Nähe bin. Zack, dann einfach in das Auto reinsetzen. Es begrüßt mich schon, ohne dass ich was machen muss, denn er kennt den Schlüssel, hat einen Druckpunkt hier auf dem Sitz. Das heißt, er geht auch automatisch an. Ich muss gar keinen Start- und Stopp-Knopf drücken. Jetzt lege ich mein Smartphone, weil das möchte man ja gerne ablegen und auch laden, einfach hier in die drahtlose Ablagefläche. Dann erscheint dann auch gleich eine kurze Meldung, dass das Gerät geladen wird. Und noch viel besser ist, weil ich ja Apple CarPlay einmal verbunden habe, das funktioniert natürlich auch, wenn ihr ein Android-Gerät habt mit Android Auto, verbindet er sich drahtlos direkt hier mit meinem Smartphone-System und ich kann sogar direkt hier, wenn ich möchte, nur meine ganzen iPhone-Apps und alles nutzen. Ich möchte aber jetzt das System hier von VW nutzen, um eben eine Navigation zu starten. Von Berlin nach München, und ich möchte mir ja keine Gedanken machen. Das heißt, der soll mir sagen, wo sind die Ladestationen, wann soll ich wie wo anhalten. Ich möchte mir ja keinen Kopf machen. Funktioniert das? Wir probieren das aus. Navigiere nach München, Bayerstraße 12. Habe ich mir mal so rausgesucht. Schöne lange Strecke. Meinten Sie München? Ja, 1. Wie bitte? 1. Zeile 1. So. München bei. Gute Fahrt. Ja, sie ist immer ruhig, also immer wenn ich rede, dann hält sie sich sofort zurück, um dann eben nicht zu unterbrechen. Ausreden lassen. Nein, wir wollen jetzt schnell nach München, ich will sie nicht ausreden lassen. Jetzt seht ihr das ist echt schon cool. Der zeigt jetzt also praktisch hier an, ne, in welchem Umfeld wir hier mit der aktuellen Akkuladung noch fahren können. Jetzt wollen wir hier nach München, akzeptieren die Route und... Bitte fahren Sie zur angezeigten Route. Und was passiert Ihre jetzt? Route enthält mehrere notwendige Ladestopps. Ja, und jetzt passiert genau das, was wir uns wünschen. Er navigiert automatisch durch die Schnellladestationen. Ich kann jetzt hier sogar drauf tippen und jetzt sehen wir hier unsere Routenplanung. Das funktioniert alles. Ich bin total begeistert. Ich freue mich so sehr, weil ich das bisher in jedem Elektroauto ausprobiert habe. Es aber so noch nie funktioniert hat. Das muss man an der Stelle auch mal klar sagen. Jetzt hat natürlich hier VW eine Kooperation mit Ionity. Deswegen könnt ihr sogar, wenn ihr 10 € im Monat bezahlt, bei diesem Recharge-Tarif, sogar nur für 30 Cent die Kilowattstunde laden. Das ist eigentlich echt ein fairer Preis zu den sonst sehr teuren 79 Cent bei Ionity. Also weil ja eben mit dem Kauf des VWs hier sozusagen das im Fahrzeugpreis schon so ein bisschen eingepreist ist. Kennt man vielleicht von Tesla, da zahlt man sogar 35 Cent die Kilowattstunde. Allerdings muss man dann eben hier bei VW, bei Recharge dann auch diese 10 € bezahlen. Das sind dann 120 € im Jahr sozusagen Gebühr, aber hat dann eben diesen vergünstigten Tarif. Wenn man das nicht macht, bekommt man, glaube ich, um die 50 Cent rum. Müsst ihr noch mal genau schauen, die Preise ändern sich manchmal aber auch. Die sind sozusagen inklusive als Dankeschön, wenn man das Auto kauft. Finde ich aber erstmal super. Er leitet aber nicht nur über Ionity, sondern auch noch über andere Ladestationen. Ich habe das mal ein bisschen ausprobiert und dann seht ihr es jetzt also ganz genau, wie die Route aussieht. Nach 2 Stunden halten wir 59 Minuten lang Laden in Nempitz und danach noch eben sind wir in 5 Stunden 15 dann in Ionity Lader am Neumarkt, dann eben kurz vor München. Da müssen wir aber auch noch mal 58 Minuten laden. Also hier vertuscht das System auch nichts und sagt mir ganz klar, ich muss also zweimal einen einstündigen Ladestopp einlegen. Man könnte das jetzt schon ein bisschen konfigurieren und sagen, ich möchte lieber 3 Ladestopps und dann jeden Ladestopp vielleicht lieber so 40 Minuten statt die Stunde. Da könnte man noch ein bisschen was machen, aber das ist doch das, was wir uns immer gewünscht haben. Einfach einsteigen, gar nichts machen, alles verbindet sich automatisch und er navigiert selbstständig über alle Ladestationen und sogar eben die Schnellladestation. Ich muss sagen, ich bin
absolut begeistert. Die große Frage ist aber auch, und groß trifft es da ganz gut bei dem Fahrzeug, ist das Fahrzeug groß oder passend genug, um eben für die ganze Familie alles zu bieten, was man braucht. Also ist der ID.4 das passende Familienauto? Das möchte ich jetzt gemeinsam mit euch ausführlich mal rausfinden. Und der erste Punkt ist natürlich, man will Ausflüge machen, da muss viel reinpassen, denn da heißt zum Beispiel, pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann nischt wie raus nach Wannsee. So ungefähr geht das, glaube ich. Da muss natürlich viel reinpassen und ob das auch funktioniert und ob die Familie da wirklich glücklich ist mit dem ganzen Platzangebot, das checken wir jetzt. So, dann kommt man natürlich jetzt mit unendlich viel Gepäck an und macht dann ja, eigentlich das mit dem Fuß, was immer nicht funktioniert. Okay, dann mache ich doch mit den Händen so drunter. Zack, dann geht zum Glück der Kofferraum elektrisch auf und dann sieht man eigentlich schon relativ schnell, da passt schon ordentlich was rein. Also ihr stellt euch jetzt vor, das wäre jetzt der Kinderwagen so ganz grob hier. Wir haben schon ordentliches Gepäck immer mit dabei und da ist wirklich gut Platz. Das Schöne ist, ich räume das hier nochmal raus, Volkswagen hat hier tatsächlich einen zweiten Boden nochmal. Das heißt also, das hier kann man hoch machen und dann kann man zum Beispiel hier Kabel oder andere kleine Geschichten reintun. Sowas würde jetzt, glaube ich, eher nicht passen. Nee, sowas nicht. Aber man kann auch rein theoretisch sagen, ich möchte noch eine größere Fläche und dann könnte man das hier dann auch noch so nach unten machen, hat ein bisschen mehr. Und was nochmal echt ein cooles Extra ist, oder das ganz rausnehmen, man hat zum Beispiel hier nochmal eine relativ große Ablage. So, und da sind jetzt zum Beispiel hier Kabel drin oder nochmal so ein Netz, das man hier montieren kann. Und man kann natürlich durchladen. Was auch nicht so oft der Fall ist, ist, dass hier nochmal so ein extra Durchladebereich hier für einen Skisack oder eben für längeres Gepäck irgendwie nochmal da ist, finde ich auch ganz praktisch. So, und ganz, ganz wichtig natürlich, zum einen ist ein 12-Volt-Anschluss hier nochmal hinten dran. Aber wir haben tatsächlich eine Anhängerkupplung. Ich kann hier so ein Knöpfchen einfach kurz ziehen, zack. Dann seht ihr hier Teile elektrisch, kommt die dann so halb runtergeklappt. Die muss ich dann nur noch einmal so hochfahren. Und dann habe ich hier tatsächlich endlich eine Anhängerkupplung. Immerhin 1200 Kilogramm Anhängelast. Und wenn ich die nicht mehr haben möchte, dann muss die nicht die ganze Zeit da so hinten dran hängen. Dann drücke ich wieder den Knopf und klappt die hier wieder ein. Das funktioniert auch gut. Hier kann ich auch Knöpfchen drücken. Und dann geht der Kofferraum wieder elektrisch zu. Ich würde mal sagen, das ist schon eigentlich alles ganz passend für die Familie. Hier seht ihr noch, hier oben haben wir noch so eine Dachreling. Da kann man auch 750 Kilogramm noch Dachlast noch mal oben was drauf machen. Und ganz wichtig für alle, die es vielleicht dann auch für die Familie mit so einem Zelt nutzen wollen, so ein Campingzelt. Das könnte funktionieren, weil die Dachlast zwar nur bei 750 Kilogramm ist, aber das gilt nur für die Fahrt. Das heißt, wenn er steht, müsste man wahrscheinlich im Stehen dieses Dachzelt dann irgendwie so ausklappen können und dann kann man da wahrscheinlich auch drauf schlafen. Informiert euch nochmal, aber ich würde mal sagen, insofern erstmal gut familien- und auch abenteuertauglich. Damit die Familie Platz hat, müssen natürlich die Kinder mit rein und die brauchen Kindersitze. Was echt erfreulich ist, es sind 2 Isofix-Kindersitzmöglichkeiten hier hinten. Das könnt ihr einfach hier runterklappen und könnt dann eben im Prinzip per Isofix hier 2 Kindersitze dran machen. Es geht rein theoretisch auch noch einer hier im mittleren Sitz. Also man würde sogar 3 Kindersitze hinten reinbringen, was ich echt schon mal beeindruckend finde. Ist natürlich schön, ne? Hier alles so schön eben und alles. Hier sind auch nochmal 2 USB-C-Anschlüsse, um alle Elektronik aufzuladen. Man kann auch die Klimaanlage nochmal steuern, das finde ich alles ganz gut. Außer, dass hier das schlimme Klavierlack ist, weil da werden die Kinder natürlich gerne mal dran fassen, rumkratzen und das wird ganz schnell gar nicht mehr so gut aussehen. Deswegen finde ich da Klavierlack ehrlich gesagt komplett daneben. So, was aber richtig schön ist, dass ihr tatsächlich auch Isofix auf dem Beifahrersitz vorne habt. Also hier sind tatsächlich solche Möglichkeiten, hier auch einen Kindersitz auf den Beifahrersitz zu montieren. Und das ist doch, finde ich, ein Riesenvorteil. Gibt es auch nicht bei vielen Fahrzeugen, denn dann kann man dem Kind bei der Fahrt noch ins Gesicht schauen. Man fühlt sich einfach wohler, als wenn das Kind da auf den hinteren Sitzen ist. Finde ich echt eine schöne Sache.
Wenn man in das Auto einsteigt, fällt als erstes, finde ich, auf, dass es natürlich angenehm ist bei einem SUV mit der höheren Sitzposition, aber man hat echt eine gute Rundumsicht in den Scheiben. Das finde ich immer ganz wichtig, man kann nach hinten schön raussehen und vor allem hat er wirklich riesengroße Rückspiegel. Also sowas habe ich selber noch nicht erlebt. Also ich saß dann drin und gedacht, mein Gott, sind das riesengroße Rückspiegel. Aber es ist ja eigentlich total schön, weil man erkennt dadurch halt richtig, was links und rechts, hinter und neben einem im Verkehr so abgeht. Und deswegen habe ich ein wirklich gutes Sicherheitsgefühl in dem Fahrzeug. Ich habe das Gefühl, ich habe das unter Kontrolle, ich sehe alles gut. Das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, gerade wenn man eben Familie, Freunde, viele Menschen mit dabei hat. Davon gehen wir jetzt ja aus bei dem Fahrzeug. Dann möchte man natürlich da eben, dass die Sicherheit und die Rundumsicht ganz, ganz groß geschrieben ist. Und das geht sogar so weit, dass es bis in den Elektromotor reingeht. Man muss natürlich dazu sagen, wer jetzt bei Elektromobilität diese wahnsinnig brachialen Kräfte und die Beschleunigungswerte liebt, der wird beim ID.4 nicht komplett glücklich, weil er, sage ich mal, nur in Anführungsstrichen eine Beschleunigung von 8,5 Sekunden von 0 auf 100 bietet. Und das ist natürlich für ein Auto echt ein ordentlicher Wert. Also ich tappe hier mal kurz drauf, ja, dann macht das schon Spaß. Aber es ist jetzt nicht so, dass er jetzt wirklich die vollen Kräfte eines Elektromotors ausnutzt. Das kennt man von anderen Elektrofahrzeugen viel, viel stärker. Ich persönlich finde das aber genau mit dem Aspekt der Familie und dass viele Menschen fahren in einem Auto, was ein SUV so ausstrahlt, total passend. Weil ganz ehrlich, ich habe das öfters gehabt, gut, das müsst ihr für euch entscheiden, ich habe das öfters gehabt, ich habe meine Mutter mal mitgenommen, die ist auch schon 70 Jahre alt, oder wenn man zum Beispiel ganz, ganz junge Kinder drin hat, dann sind diese brachialen Beschleunigungswerte dann von teilweise ja von wenigen Sekunden, die bei vielen Elektroautos angeboten werden, finde ich durchaus für viele ungemütlich im Fahrzeug. Das kriege ich dann öfters mal als Rückmeldung, wenn ich mit so einem Performance-Tesla mal unterwegs war, heißt es, nee, jetzt mach mal ein bisschen nicht so stark beschleunigen, mach mal ein bisschen langsam, dann wird denen schlecht. Für Kinder ist es natürlich, muss man natürlich gucken, mit Nackenmuskulatur und so weiter und so Geschichten. Also ich will jetzt nicht zu tief gehen, aber ich halte es für sehr angenehm eigentlich, dass hier die Beschleunigung auf einem wirklich moderaten Niveau ist. Auch die Höchstgeschwindigkeit ist mit 160 km/h jetzt nicht brachial, aber man kommt damit einfach zügig voran, und gerade beim Elektroauto ist natürlich dieses superschnelle Fahren ein bisschen schwierig, weil dann der Energieverbrauch zu hoch geht. Naja, und 204 PS machen schon Spaß. Also mich nicht falsch verstehen, das Auto macht wirklich sehr viel Spaß, aber dieser extrem sportlicher Aspekt ist hier nicht ganz so gegeben. Hier seht ihr jetzt das Augmented Reality Head-Up Display. Jetzt signalisieren mir diese 3 blauen Pfeile vorne, die immer näher kommen. Jetzt soll ich hier abbiegen. Das ID-Light habt ihr vielleicht auch gesehen. Das ist hier auch einmal so von rechts nach links so durchgewischt, dass mir also signalisiert, Animation nach links, es geht nach links. Die blauen Pfeile signalisieren mir jetzt, hey, hier musst du links abbiegen. Und das ist also wirklich eine ganz neue Geschichte. Man muss allerdings dazu sagen, Augmented Reality bedeutet ja eigentlich, dass es in die Welt rein projiziert wird. Das ist jetzt hier bei diesen blauen Pfeilen noch nicht ganz der Fall. Ich würde das jetzt mal als Augmented Reality 0.5 Version bezeichnen von meiner Seite aus, weil diese Pfeile eigentlich noch besser, so habe ich es zum Beispiel beim Mercedes EQC schon gesehen, wirklich in die Welt rein projiziert werden. In dem Fall sind es animierte Pfeile, die immer größer werden, näher kommen. Und das hilft mir schon mal, finde ich, deutlich, statt immer nur diese kleinen Anzeigen da unten vom Head-Up-Display, um zu erkennen, hey, hier geht es jetzt nach links. Und ihr seht, zack, jetzt werden die immer größer, lösen sich jetzt auf. Und damit sollte man eigentlich im besten Falle keine Ausfahrten mehr verpassen. Wenn ich jetzt hier diesen Travel Assist, also die Assistenzsysteme aktiviere, zum Beispiel jetzt hier auf der Autobahn, dann bekommt man auch direkt durch dieses Augmented Reality, durch diese Funktion hier so eine visuelle Rückmeldung. Ich drücke jetzt mal drauf und dann seht ihr, zack, da seht ihr links und rechts diesen grünen Streifen. Damit signalisiert er mir, okay, ich habe die Fahrbahnmarkierung erkannt und ja, ich halte jetzt das Fahrzeug in der Spur. Jetzt halte ich natürlich meine Hände fleißig am Lenkrad, so muss man das auch tun, aber er übernimmt jetzt komplett. Und jetzt können wir auch mal ein bisschen näher gehen an den Vordermann, dann seht ihr auch noch mal eine andere Funktion, die ist auch spannend. Hier kommt jetzt zum Beispiel einer rein, seht ihr das? Da war jetzt so ein grüner Strich hinter ihm. Das heißt, er erkennt praktisch den Vordermann und signalisiert, okay, ich halte entsprechend Abstand zum Vordermann.
Kommen wir zum Thema Verarbeitung und Qualität. Ein ganz wichtiger Punkt. Da wurde auch schon viele in den Kommentaren drüber geschrieben, teilweise sich ein bisschen beschwert, dass ihnen die Verarbeitung nicht ausreichend genug ist. Gut, ich bin jetzt kein Mechaniker, also da müsst ihr vielleicht nochmal auf anderen Kanälen euch umschauen, die dann nochmal mehr in die Tiefe gehen können. Aber ich kann euch sagen, aus meiner Sicht wirkt von außen alles gut, gute Spaltmaße, alles gut verarbeitet, aber vor allem der Innenraum, über den wurde sich manchmal ein bisschen beschwert. Ich kann mich ehrlich gesagt darüber nicht wirklich beschweren, weil ich finde das eigentlich alles ganz gut. Also natürlich haben sie eben hier die erwähnten Alternativen zum Leder. Es fühlt sich aber alles toll an. Die Sitze sind total gemütlich. Sie haben sich viele schöne Dinge überlegt. Und ja, man muss schon ehrlich sagen, natürlich ist es so, wenn man das hier sieht mit dem Klavierlack und so weiter, da würde man sich vielleicht schon was anderes wünschen. Obwohl, ganz ehrlich, das habe ich ja sogar in richtig teuren Premium-SUVs schon gesehen, dieses Klavierlack und das Plastik. Aber alles hier so im Cockpit fühlt sich wirklich gut an. Und es ist natürlich ganz viel Plastik. Aber auch viel, ich mache das hier mal zu, hier in der Tür, also so viel so softes Soft-Touch-Plastik. Ne? Also es fühlt sich einfach jetzt nicht irgendwie so hart und unangenehm an. Ich finde es okay. Das Einzige ist wirklich das Klavierlack, auch an diesen Griffen passt für mich überhaupt nicht. Aber auch sonst die ganzen Knöpfe. Das Lenkrad ist extrem hochwertig. Da gibt es überhaupt gar keine Abstriche. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Fühlt sich top an. Auch wenn hier dann eben so Elemente dann aus Plastik sind, muss ich wirklich sagen, ja, klar, auch hier solche Lüftungsschlitze, das geht hochwertiger, definitiv. Aber wir müssen halt auch mal ganz ehrlich sein, es muss ja irgendwie auch vom Preis her hinhauen. Also wie gesagt, einmal noch mal so ein kleiner Vergleich. Ich bin jetzt auch eine Zeit lang mit dem Mercedes EQC rumgefahren. Der kostet ja aber auch mal locker im Prinzip doppelt so viel. Da sind natürlich die Lüftungsschlitze ein bisschen anders und manche Verarbeitungen, aber auch nicht überall. Ich finde, das passt wunderbar, für mich super sympathisch und eben, man merkt auch gerade durch die Reduktion hier in so einer Mittelkonsole, man hat einfach so viel Freiheit, ein gutes Gefühl und also ich flippe jetzt nicht aus bei der Qualität, versteht mich da richtig und vielleicht hat der eine oder andere, der jetzt zuschaut, einen ganz anderen Anspruch und sagt, ich möchte aber, dass das alles hochwertig ist. Mein Gefühl sagt mir aber, wer das möchte, der sollte vielleicht auch ein bisschen, also sollte auch bereit sein, vielleicht auch ein bisschen mehr Geld auszugeben. Das wäre mein Gedanke dazu. Ich finde, für das, was man zahlt, bekommt man hier was Faires und deswegen aus meiner Sicht kann ich mich da nicht beschweren. Kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Bereich bei jedem Elektroauto und zwar das Thema Reichweite und Aufladen. Als erstes möchte ich mal mit euch über das Thema Reichweite reden. Ich habe das Auto ausführlich getestet, insgesamt jetzt 2 Tage, bin damit in der Stadt rumgefahren, bin damit auch ein bisschen über die Autobahn gefahren, habe auch mal ein bisschen mehr Strom gegeben, also ich bin auch mal an die 160 km/h ran, also wirklich von ruhig, entspannt über die Autobahn mit 120 km/h, mal ein bisschen schneller, unbegrenzt, aber auch ein bisschen Stadtfahrt, habe ich einen gemischten Verbrauch am Ende von ungefähr, hier sieht man es, ja, hier sind jetzt 24,6. Ich sag mal, das schwankt irgendwo zwischen 24 und 26. Kombiniert bei mir Stadt und Autobahn ist ganz klar die 25 Kilowattstunden. Und deswegen könnte man auch ziemlich einfach zusammenfassen, wenn man die 25 mal 3 nimmt, dann sind wir bei 75 und sind eigentlich im Prinzip dann also bei den 77 Kilowattstunden. Sprich, 300 Kilometer schafft man damit wirklich gut. Aber auch so, dass ich sage, da habe ich jetzt wirklich... Also ich bin nicht sparsam gefahren, ja, sogar schon relativ zügig. Ich glaube also, wenn man das Fahrzeug etwas sparsamer fährt und auch mehr in der Stadt, nicht so viel auf der Autobahn, dann kommt man in der Stadt locker bis auf die 370, 380 hoch, genau Kilometer würde ich schon sagen von der Reichweite. Und auf der Autobahn, klar, wenn man da etwas schneller fährt, vielleicht auch mal unter die 300. Aber ich finde grundsätzlich ist das alles ein solider Wert. Was da angegeben wird von den Herstellern, da ist jetzt egal, ob ihr bei VW schaut oder ob ihr bei anderen Herstellern schaut, das funktioniert sowieso schon mal immer nicht. Das ist auch eines der größten Probleme. Also diese Reichweitenangaben nach WLTP, den kann man leider nicht ganz trauen. Da müsst ihr ungefähr 10 bis 20% je nach Fahrweise abziehen. Dann habt ihr einen realistischen Wert und kommt dann eben auf die Werte, die ich euch jetzt auch durchgebe. Also da kann jeder mit seiner Fahrweise natürlich noch was machen bei der Reichweite. Deswegen kommen wir zum nächsten Thema, das fast eigentlich noch wichtiger ist eben das Aufladen. Wir haben schon viele Tests gemacht, ich mache das jetzt seit einigen Jahren. Wir haben auch so Verbrauchsvergleichsfahrten mitgemacht. Und es hat sich immer wieder herausgestellt, auch obwohl 60 Teilnehmer daran teilgenommen haben mit viel Reichweiten, wer am besten und am schnellsten lädt.
kommt als erstes an. Das kann man wirklich schon so sagen. Da sind natürlich zwei Faktoren total wichtig. Zum einen das Thema Ladeinfrastruktur, also bekomme ich auch überall eine schnelle Ladesäule. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, das wird immer besser, aber ist noch lange nicht perfekt und da muss noch viel nachgebessert werden. Da werde ich auch hier auf dem Kanal noch einige Videos dazu machen zu dem Thema. Und das zweite ist dann eben, wie schnell kann das Fahrzeug laden. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz, ein bisschen müssen wir schon technisch sprechen, damit ich euch da einen Überblick geben kann. Also das Fahrzeug, so wie ich es jetzt hier fahre, hat jetzt hier ja immer wie jedes Elektrofahrzeug zwei verschiedene Möglichkeiten aufzuladen. Einmal per AC, einmal per DC. Also das eine ist praktisch Wechselstromladen, also sprich zu Hause an der Haushaltssteckdose, an der Wallbox, in der Garage oder an öffentlichen Ladestationen. Das ist alles immer so Wechselstrom. Das heißt also, da lade ich mit dem Fahrzeug hier, wie ich es jetzt habe, mit 11 kW. Ne? 77 kW sind drin, 11 kW Liter. Jetzt mal ganz grob Pi mal Daumen könnt ihr sagen, 7 Stunden lang die 11 kW geladen, da kommt er dann auf die 77. Ja? Also so ist es praktisch mit der Wallbox oder einer öffentlichen Ladestation. Er kann aber auch schnell laden. Das Ganze läuft dann eben über Gleichstrom an Schnellladestationen, die überall jetzt aufgebaut werden, an der Autobahn, an den wichtigen Strecken, wenn man eben lange Strecken fahren möchte. Und da erreicht das Fahrzeug laut VW 125 kW. Das ist eigentlich ganz ordentlich. Manche sind schon auf 150 kW und höher, aber 125 ist für das, was das Auto bietet, eigentlich eine wirklich ganz ordentliche Ladeleistung, wenn er das denn auch hält. Und da hüpfen wir jetzt rüber auf ein anderes Video. Das ist mir nämlich auch nochmal ganz wichtig. Ihr bekommt bei uns volle Transparenz. Wir mussten leider einen Dreh abbrechen, weil das Fahrzeug überhaupt nicht mehr funktioniert hatte. Da war irgendwie alles schief. Und dann haben wir jetzt einen neuen Dreh jetzt aktuell mit einem neuen Fahrzeug. Bei dem läuft alles tipptopp, sogar besser, als ich es mir eigentlich gewünscht hätte, muss man echt sagen. Und ich habe dann auch nochmal mit anderen Kollegen gesprochen, anderen Journalisten, die haben gesagt, bei ihnen lief alles gut. Also dieses Fahrzeug, das ich da hatte, das nicht gut lief, scheint eine absolute Ausnahme gewesen zu sein. Alles andere läuft super, aber da bekommt ihr von mir eben die volle Info, deswegen sage ich euch das ganz deutlich. Und jetzt hüpfen wir mal zu der Aufnahme, das haben wir nämlich mit dem anderen Fahrzeug gemacht, mit diesem Schnellladetest. 16% ist der Ladezustand, den ich extra für euch jetzt runtergefahren habe, damit wir eben jetzt gemeinsam mal sehen können, wie gut, wie schnell das Fahrzeug lädt. Denn Ladegeschwindigkeit, das kann ich nur immer wieder sagen in ganz vielen Videos, ist eigentlich wichtiger sogar noch als Reichweite. Deswegen muss das Auto natürlich gut laden. Das geht hier auch, naja, kennt man, sonst ist hier eigentlich der Einfüllstutzen. In dem Fall ist jetzt hier das Ladekabel mit dem Stecker. Wir sind jetzt hier an so einer Schnellladesäule. Also wenn ihr schnell laden wollt, müsst ihr natürlich auch so Ladekarte, zack. Ah ja, hier machen wir noch. Ja, nicht starten. Ja? Einmal rüber. Einmal rüber, Timelapse und go. Dann seht ihr das nämlich alles jetzt mal komplett hier noch. Wir nehmen kompletten Timelapse mit auf. Das heißt, ihr könnt jetzt verfolgen, wie lange dauert es genau, wie ist die Ladekurve für alle, die da genauer hinschauen. 125 kW verspricht Volkswagen als maximale Ladeleistung und er ist auf 110 kW. Das ist zwar nicht ganz 125, aber das ist schon mal ganz ordentlich. Zwei Sachen, die muss ich noch mal erwähnen, die ganz wichtig sind. Das erste ist, wir haben aktuell Dezember. Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video schaut, ob wenn es gerade rauskommt oder später. Und Winter und Kälte sind, glaube ich, irgendwie 1–1,5 Grad, ist so mit das Schlechteste für ein Elektroauto. Das muss man halt auch sagen. Das heißt also, wenn ihr im Winter mit dem Elektroauto fahrt, habt ihr teilweise schon 20–30% weniger Reichweite, sowas kommt schon vor. Und die Ladegeschwindigkeit tut sich auch manchmal ein bisschen schwer. Das heißt, das sind jetzt wirklich die absoluten Extrembedingungen, wie wir das Auto testen. Auch im Auto könnt ihr natürlich gut verfolgen, wie das dann abläuft. Ich möchte das natürlich nicht draußen in der Kälte stehen. Hier steht jetzt, lädt noch 50 Minuten bis auf 100%. Das heißt, es würde dann, jetzt ist 13:47 Uhr, um 14:37 Uhr enden. Was ich ganz cool finde, ihr seht hier immer, wie viel Kilometer der pro Minute lädt. Das ist ganz cool. Also man weiß, wenn ich jetzt noch 10 Minuten warte, hat er wieder 80 Kilometer mehr Reichweite. Das finde ich eigentlich sogar mitunter die beste Anzeige überhaupt, weil irgendwelche Kilowatt und irgendwelche Prozente, da kann man ja in der Regel nichts mit anfangen. Ein wichtiger Punkt noch für alle, die jetzt sagen, was, 50 Minuten, das ist ja der absolute Horror. Das ist jetzt berechnet auf 100%. Jetzt ziehen wir das mal hier runter. Passt mal auf. So, das wäre realistisch. Auf 80% sollte man bei Langstrecken zwischendurch laden. 100% macht man dann eigentlich nur zu Hause oder wenn das Auto eine Weile steht.
Und da wären wir jetzt in 25 Minuten soweit. Jetzt sind wir so 5 Minuten am Laden gewesen. Also ich sag mal so, ganz grob wäre meine Einschätzung halbe Stunde von den 16% auf die 80%. Also es hat dann doch 37 Minuten gedauert. Vielleicht liegt es an der Kälte, kann ich nicht genau sagen. 37 Minuten habe ich gebraucht, um 51,3 Kilowattstunden reinzukriegen und immerhin hat er bei 80% noch eine Ladeleistung von knapp 60 kW. Zurück wieder in unseren schwarzen ID.4, weg vom weißen. Also ich muss wirklich sagen, diese Ladekurve, habt ihr es ja gesehen, die ist eigentlich ganz ordentlich. Da kann man sich nicht drüber beschweren. Man hat es ja auch im Navigationssystem gesehen, klar, auf längeren Strecken, wenn man dann weiter aufladen möchte, da wartet man dann halt schon mal 50 Minuten. Das ist halt so. Das geht bei anderen Elektroautos, bei denen man vielleicht auch ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legt, dann schon auch mal noch mal schneller. Das müsst ihr dann eben für euch wissen, ob das für euch auch so ausreichend ist. Ich würde mal sagen, das ist das Mindeste an Schnelllademöglichkeit, die da VW reinbaut, aber es ist auch noch okay. Was aus meiner Sicht gar nicht okay ist, ist der ID.4 in der Pure-Version. Den gibt es aktuell, während ich das Video hier drehe, noch nicht, aber der kommt im Laufe 2021 hieß es, noch in der Pure-Version, also in der absoluten Basisversion. Und in der Pure-Version bietet der tatsächlich nur 7,6 kW, also nochmal 33% langsamer, über die öffentlichen Ladestationen, also Wechselstrom an und nur 50 kW Schnellladen, also per Gleichstrom. Und 50 kW ist weit entfernt von den 125, die das Auto bietet. Und davon würde ich euch komplett abraten, außer ihr sagt, ihr benutzt den ID.4 wirklich nie auf der langen Strecke. Das kann ich mir aber kaum vorstellen. Zum Glück kann man aber auch in dieser Pure-Ausstattung dann diese schnellere Lademöglichkeit als Zusatzoption dazu kaufen. Und ich würde sagen, das müsst ihr auch unbedingt tun. Da gibt es gar keinen Weg drum herum. Deswegen aus meiner Sicht, ja, passt das wieder zum gesamten Fahrzeug. Ziemlich gut ausgewogen ist das Thema Reichweite und Lademöglichkeiten. Es ist nicht an der Spitze der Technik, es ist aber auch nicht schlecht und bettet sich da wirklich in so ein gutes Mittelmaß ein, über das man sich eigentlich nicht beschweren kann. Natürlich muss ich auch den Umweltaspekt ansprechen, gerade in der Kombination mit der Familie. Wir wollen doch eben, dass unsere Kinder auch so viel Spaß haben wie wir an dieser Erde und deswegen machen wir uns natürlich hier in dem Auto um zwei Sachen Gedanken und hat sich VW Gedanken gemacht, die ich finde ganz, ganz wichtig und erwähnenswert sind. Das eine Thema, das wird oft nicht so benannt, ist aber ein ganz, ganz krasses eigentlich, dass dieses Fahrzeug CO2-neutral kommt. Da muss man aber eine Sache ganz wichtig sagen, er kommt bilanziell CO2-neutral zu euch. Was heißt das Ganze? Natürlich ist es aktuell noch nicht möglich, komplett auf CO2 bei der Produktion zu verzichten. Das gleicht dann VW aber durch verschiedene Umweltprojekte dann aus. Das heißt also, wenn das Fahrzeug zu euch kommt, hat es keinen CO2-Rucksack. Wenn ihr das dann auch noch immer mit Ökostrom ladet, da muss man natürlich darauf achten, wenn man es zu Hause macht, Ökostromtarif, oder eben unterwegs an der Ladesäule mit Ökostrom. Die geförderten Ladesäulen vom Bund müssen mit Ökostrom betrieben werden, deswegen sind das die meisten zum Glück auch. Dann könnt ihr das Auto wirklich CO2-neutral fahren. Und das ist natürlich beeindruckend. Der zweite wichtige Punkt ist, VW macht sich sehr viele Gedanken um die Materialien und eben die Reduktion von Leder. Ich muss an der Stelle mal kurz eine kleine Anekdote sagen, weil immer wieder Leute unter das Video schreiben, wenn ich sage, hey, es ist gut, dass die Autohersteller Leder reduzieren oder ganz rausnehmen aus den Fahrzeugen, schreiben immer wieder Menschen, ja, das ist doch eh nur von Tieren, die eh geschlachtet werden. Ich habe euch jetzt einfach mal ein paar Links unterhalb des Videos gepackt, da könnt ihr euch mal informieren zum Thema Leder in Fahrzeugen und ob das wirklich so unbedenklich ist, wie manche behaupten. Ich sage ganz klar und deutlich, ist es eben nicht. Und das hat VW auch hier berücksichtigt, hat das Leder reduziert bis auf das Lenkrad und hat dafür andere Materialien gefunden, die ich genauso hochwertig und gut finde wie eben ein Leder. Es fühlt sich einfach gut an und darum geht es ja, oder? Es geht ja nicht darum, dass wir sagen, wir wollen hier tote Tiere unbedingt in Autos haben, sondern wir wollen ja diesen Komfort, wenn dann, den uns das Leder geboten hat. Aber ich finde die Materialien, die sich VW hier als Alternative gesucht hat, genauso hochwertig, genauso gut. Das muss natürlich jeder für sich entscheiden, aber das ist mir auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Beim Lenkrad geht es noch nicht, da ist noch Leder verbaut. Das hat eben damit zu tun, dass die Sensoren und diese Erkennung auch von den ganzen Assistenzsystemen am Lenkrad, die spielen da mit den Alternativen zum Leder noch nicht zusammen. Das kommt aber auch bald und das sind ganz wichtige Schritte, gerade mit dem Aspekt und dem Blick auf die Familie.
Wir haben noch ein paar coole Nice-to-Haves gefunden, die ich euch jetzt einfach mal so ein bisschen kurz und knackig rüberbringen möchte. Das erste ist, es ist ja hier so eine Ambiente-Beleuchtung im Fahrzeug. Ja? Also ich gehe hier mal drauf und tippe hier mal auf das Blau und dann sieht man zum Beispiel hier unten leuchtet das dann so blau raus. Das kann ich aber natürlich auch umstellen, zum Beispiel auf Rot. Also das finde ich schon ganz schön. Das ist nicht nur hier so, das ist dann eben auch seitlich an den Türen so. Und ein Detail, das ich wirklich gut finde, ist, wenn ich das jetzt auf Rot umstelle, ist das gesamte System jetzt auch rot. Und wenn ich dann zum Beispiel hier auf Blau umstelle, dann ist der Knopf auch hier wieder und das ganze System blau. Also das sind schon schöne Details. Außerdem geht es noch ein Stückchen weiter nach unten, hier runter zu diesen Schlitzen. Das sind etwa keine Lüftungsschlitze, sondern da könnt ihr eure Lieblingsladekarten zum Beispiel reinmachen und habt die immer griffbereit oder so eine Parkkarte. Und dann gibt es ja einmal diese Ablagefläche und die hier hinten. Ne? Und da könnt ihr tatsächlich das Ganze ein bisschen austauschen. Das heißt, ihr nehmt euch zum Beispiel diese Elemente hier raus, ja? Könnt dann hier, das muss ich jetzt so einmal machen. Ja, das geht echt ganz gut. Das muss man dann einmal drehen. Das habe ich extra schon mal getestet. Und dann könnt ihr euch zum Beispiel die Getränkehalter nach vorne machen. Und dann könnt ihr euren schönen warmen Tee auch hier ganz entspannt per Armlänge dann trinken und greifen und dann könnt ihr diese Trennwände könnt ihr dann eben zum Beispiel hier so oder so reinmachen, also wie ihr euch das wünscht. Also so ein kleines bisschen Lego spielen kann man hier auch. Wer dann auch noch die First Edition jetzt aktuell kauft, der bekommt noch hier solche Pedale in Pause- und Play-Knopf-Optik. Das finde ich schon echt mal cool. Entschuldigung, ja, ich weiß, die sind ein bisschen dreckig. Ich habe das Fahrzeug eben ausführlich genutzt. Ne? Und noch ein kleines, nettes Extra zum Schluss. Das kennt ihr auf eurem Home-Bildschirm. Ihr könnt diese Symbole auch einfach neu anordnen. Wie cool ist das denn? Und es gibt eine Komfortfunktion, die mag ich fast am liebsten. Schatz, ich bin nur ganz kurz was aus dem Kofferraum holen. Ich bin gleich wieder da. Von wegen aus dem Kofferraum. Ich lasse mich schön durchmassieren auf dem Massagesitze. Es ist ein Traum. Ja, oder, ich sag mal so, wenn ihr alleine unterwegs seid und ihr vermisst, dass eure Kinder euch in den Rücken treten. Und wenn ihr gar nicht mehr weiter wisst, dann sagt ihr einfach: Hallo ID, zeig mir die Sterne. Das Sonnenschutzrollo wird geöffnet. Lasst die Sonne rein, die Sonne in euer Herzen. Und vor allem, ich glaube, dahin sind auch die Kinder vielleicht auf den Sitzen hinten ein bisschen ruhiger, weil sie einfach ein bisschen rausschauen können. Warte Max, ein Nice-to-Have habe ich noch. Und zwar, wenn ihr unterwegs seid mit diesem Assistenzsystem, dann erkennt er immer automatisch die aktuelle Geschwindigkeit und passt die dann immer entsprechend an. Das heißt, wenn ihr auf der Autobahn seid, 100 km/h, dann geht er automatisch, der Assistent, auf die 100 km/h. Wenn er dann zum Beispiel eine Baustelle hat mit 60 km/h, erkennt er das, geht automatisch auf die 60 km/h runter. Ich weiß, das kann das ein oder andere System. Was er hier aber noch mal ganz besonders macht, ist, er plant diese Assistenzsysteme vorausschauend. Ihr kennt das vielleicht, es ist eigentlich 80 erlaubt, es ist aber auf einer Landstraße eine richtig ordentliche Kurve, auch mit diesen Pfeilen, die davor warnen. Normalerweise, manche Assistenzsysteme, die gehen dann eben halt normal mit den 80 dann in diese Kurve, das kann sehr gefährlich werden. Der hier erkennt das dann, zeigt dann im Display an, hey, ich habe eine scharfe Kurve erkannt und gehe mal von den 80 auf die 60 runter, macht er automatisch. Das finde ich schon wirklich sehr, sehr gut. Kommen wir zum großen Fazit am Ende. Als erstes möchte ich nochmal die Frage beantworten, ist der ID.4 jetzt wirklich das Welt-SUV, wie sich das Volkswagen so vorstellt? Ich würde sagen, ja, er hat eine sehr gute Chance, wirklich auch in Nordamerika und in China erfolgreich zu sein. Ich denke mal, das Design passt da. Es ist irgendwie, glaube ich, nicht zu aufgeregt in irgendeine Richtung. Das sollte, glaube ich, jedem irgendwie ein bisschen entsprechen, obwohl das ja Geschmackssache ist. Aber vor allem so die Balance aus, was geboten wird an Funktionen, an Reichweite und technischen Geschichten zu dem Preis, stimmt aus meiner Sicht eigentlich ganz gut. Jetzt könnte man natürlich sagen, was machen eigentlich die Mitbewerber? Ist ja für euch ganz wichtig. Was solltet ihr euch noch anschauen, wenn ihr interessiert seid am ID.4? Ich würde sagen, der liegt so zwischen dem Hyundai Kona. Der Hyundai Kona liegt vielleicht so leicht darunter mit dem Kia e-Niro, weil der auch noch mal vielleicht ein bisschen günstiger ist, aber auch nicht ganz mithalten kann mit einigen Funktionen und der Verarbeitung. Da finde ich den ID.4 schon hochwertiger, aber er liegt auch vielleicht ein bisschen unter dem Model Y.
Y. Was heißt unter in Anführungsstrichen? Das Model Y ist sehr progressiv, hat noch mehr neuere Funktionen. Tesla bringt das ganze Thema autonome Fahren noch mal ein Stückchen weiter. Auch das Supercharger-System bei Tesla ist natürlich beeindruckend, obwohl man sagen muss, dass auch hier der Anschluss an das Ionity-System, von dem man ja einen Vorteil hat, wenn man eben einen Volkswagen fährt, ne, mit den günstigeren Preisen, ist da auch gar nicht mehr so schlecht und die holen ordentlich auf. Also ich mag das Fahrzeug, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und ich fühle mich sehr, sehr wohl mit meiner Familie und meinen Freunden da mit dem Fahrzeug unterwegs zu sein. Und ich finde auch diese neuen Funktionen, dass VW sich wirklich jetzt traut, im Softwarebereich sowas wie diese Augmented Reality Geschichte einzubauen, die ich sonst in der Form so noch nicht irgendwo anders gesehen habe. Auch nicht bei Tesla, das muss man an der Stelle auch mal klar und deutlich sagen. Gefällt mir das einfach. Ich mag das Fahrzeug, es ist mir sympathisch. Und wenn man jetzt mal schaut, es geht los ab 43.000 €. Wenn man die Förderungen abzieht, dann würde man es ab 34.000 € bekommen, was ja erstmal gut klingt. Da muss man aber sagen, das ist dann wirklich die ganz unterste Basisvariante. Die würde ich auch nicht empfehlen. Da braucht man dann schon ein paar Extras. Wie viel ihr euch dann da leisten könnt und wollt, das müsst ihr natürlich selber entscheiden. Da ist natürlich die Aufpreisliste, sage ich mal, ganz üppig. Also ich würde wirklich sagen, wenn ihr an einem SUV voll elektrisch für die Familie interessiert seid, dann sollt ihr euch neben den zwei anderen genannten Fahrzeugen den VW ID.4 unbedingt ansehen. Ich bin damit wirklich sehr gerne unterwegs.